Hallo und herzlich willkommen in der Klemmbausteinwelt. Ihr wisst es, aktuell ist erst einmal Tow-Truck und da will ich gar nicht großartig rumreden. Damit geht es heute weiter. Seit meinem letzten Video ist ein bisschen was passiert. Am Tow-Truck natürlich nicht, da sollt ihr die ganze Zeit daran teilhaben können. Aber das erste von 3 Bestellungen via Bricklink. Ich mache es mal gerade auf, wenn ich hier in meinem ganzen Chaos mal irgendwas finden würde, was das hergibt. Hier. Bin froh, wenn hier wieder halbwegs Ordnung drin ist. Aber es tut sich ja so ein bisschen was. Es werden immer weniger Steine, was jetzt nicht unbedingt nur daran liegt, dass es Fehlteile gegeben hat. Das liegt auch einfach daran, dass hier schon wirklich einiges verbaut ist. Viel Kram, sehr schön alles verpackt. Es sind hier überwiegend, nicht überwiegend, hier war es also eine Bestellung, beschränkt sich letzten Endes nur auf die Technikteile. Hier sind so ein paar Kleinteile drin. Gut, ich werde das in meine Schüsseln sortieren. Ihr guckt das alles im Speedbild und dann werde ich drauf losbauen. Ich bin wieder bei euch, wenn es hier was zu zeigen gibt, weil wieder irgendwas passiert ist oder weil irgendwas Schlimmes passiert ist. Ich würde sagen, sehen wir mal zu, dass wir heute mal einiges geschafft kriegen, weil sonst wird das mit dem Tow-Truck hier irgendwann ein 24-Teiler und das möchten wir, glaube ich, alle nicht. Also ran ans Werk. Auf einmal war es passiert und ich hatte die erste Anleitung durch. Hätte ich das eher geahnt, hätten wir das in das erste Video mit reingepackt, aber ich habe da irgendwie gar nicht geguckt. Also hier ist jetzt gar nicht mehr viel passiert. Die Hydraulikpumpe ist dabei gekommen. Die funktioniert, das habe ich schon getestet, aber meine Batterien sind ein bisschen schwach, deswegen will ich es jetzt nicht unbedingt nochmal zeigen. Ihr seht es aber, nee, ihr seht es nicht. Ich schalte mal um, ich habe es vergessen. Ich muss mir das wieder abgewöhnen, aber wie gesagt, das Set hier ist so groß, da ist das so für mich am einfachsten. Also hier bamseln überall die Hydraulikschläuche rum, hier vorne und unten in dem Motorraum. Ich habe da immer so ein bisschen Angst, dass sich das dann später hier alles so ein bisschen gegenseitig stört. Bleibt abzuwarten. Die Kabel sind drin, die Kabel alle bis jetzt oder mittlerweile hier hinten rausgeführt. Damit ist dieser Teil fertig. Wir machen mal eine Kontrollmessung. Das interessiert mich ja selber, dass es 25 cm breit ist, weiß ich aus dem Kopf. Das muss ich jetzt nicht messen. Und beachtliche 40 cm Länge liegen jetzt hier vor mir. Ja, sagen dazu kann ich jetzt erstmal nichts. Ist ja heute nichts passiert. Ich packe das mal weg. Das heißt, packe ich das weg? Nee, wir gucken. Ihr bleibt jetzt mal dran. Ich gehe mal eben hier schnell auf meinen anderen Monitor. Ich hoffe, das dauert jetzt nicht so lange und mache dann mal die nächste Anleitung auf, in der Hoffnung, euch dann ganz schnell sagen zu können, was dann hier als nächstes kommt. Warum wird das hier nicht gezeigt? Hier wird jetzt einfach nur, hier wird lustig drauf losgebaut, aber das scheint dann, wenn ich das hier so überfliege, der zweite Teil von dem eigentlichen LKW zu sein. Ich sehe viele kleine Teile. Ich müsste jetzt mal in die Hauptansicht gucken, damit ich euch sagen kann, was als nächstes kommt. Dann müsst ihr jetzt nochmal eben aushalten. Das war irgendwo hier. Irgendwo. Ich scrolle. Irgendwo, weiß ich genau, habe ich das gesehen. Es kann sich jetzt auch nur noch um Stunden handeln. Jetzt habe ich es gefunden. So, das hier war Bauanleitung Nummer 3. Nummer 4 erstreckt sich dann auf den hinteren Teil vom LKW. Wenn das dann genauso ein Klopper wird, na, herzlichen Glückwunsch, dann wird das hier eine richtig feine große Sache. Also wenn ich das so sehe, hier liegen 40 cm, hinten dran kommt mit Sicherheit nochmal genau das gleiche.
ist das Ding dann 80 cm mit Bühne. Naja, so war es ja auch ungefähr angegeben. 1 Meter. So, also nichtsdestotrotz, ich höre jetzt mal wieder auf zu labern und dann gehen wir das Bauen jetzt zusammen weiter an. Buch Nummer 4 ist fertig und auch das ging rasend schnell. Die Zeit, die ist nur so verflogen, weil es hat sich nichts geändert. Das Bauen macht gigantisch viel Spaß. Die Anleitung, da geht man durch. Das ist Wahnsinn. Also man sagt, es geht durch wie Butter, auch wenn das jetzt hier im Verhältnis überhaupt nicht zueinander passt. Also das hier macht wirklich wahnsinnig viel Spaß. Gefühlt, ich schalte euch mal um, dann könnt ihr wieder mitgucken. Habe ich ganz vergessen. Muss ich mich erst dran gewöhnen, dass ich das hier diesmal so mache. So, jetzt könnt ihr hier den Apparat mit dabei liegen sehen. Gefühlt sind von den 10.000 Teilen, die dieses ganze Set beinhaltet, hier drin alleine schon 5.000 Pins versteckt. Hier ist fast jedes Loch ist hier belegt. Das macht das Ganze wahnsinnig stabil. Ist aber auch kein Wunder, das Steinepaket, was mich erreicht hat, wiegt 12 Kilo. Jetzt ziehe ich mal 1 Kilo für die Kartonage ab. Dann wiegt dieses Modell dann irgendwann um die stolze 10 bis 11 Kilo. Das ist nicht wenig. Das müssen die Plastiksteine erstmal halten. Da mache ich mir aber überhaupt keine Gedanken drum. Jeder, der schon mal irgendwo Technik gebaut hat, der kennt das. Man fängt an zu bauen und man weiß eigentlich relativ schnell, das wird nichts oder das wird eine feine Sache. Und das hier wird eine feine Sache. Das große Problem, was dieses Set dann später mit sich bringen wird, das werden die Reifen. Ich glaube, da bin ich gar nicht drauf eingegangen. Also ich versuche das mal hier unfallfrei mal rauszuholen. Also diese Reifen, ihr seht das, das ist Mist. Also das ist wirklich Gelumpe, kann ich nicht anders sagen. Also die Reifen werden es versauen. Da wird sich das Modell platt stehen. Weiß ich ja, ihr seht das, aber also die Reifen, das taucht nichts. Ich denke mal, die muss man dann wirklich gegen Originalreifen von Lego austauschen und dann hat diese Sache hier also wirklich eine Perfektion, die ist gnadenlos. Ich nehme mal meine Batteriebox mit dabei. Hier ist jetzt Elektrik wieder mit dabei gekommen. Das ist zum einen die Beleuchtung, ihr seht das, die Dioden leuchten. Das funktioniert also. Und meine Batterien, ich denke mal, das werden die hier noch mitmachen. Also das funktioniert. Der Antrieb hier über 4 Motoren auf 2 angetriebene Achsen. Das funktioniert.
Ich weiß nicht, wo das Problem bei dem China-Modell, bei meinem Liebherr-Kran gewesen ist. Da funktionierte ja wirklich gar nichts. Und hier auf einmal habe ich eine Teilequalität, die ist bombastisch. Also das ist nicht das erste Mal, dass ich Steine aus China baue. Das wisst ihr eigentlich alle, wenn ihr meinen Kanal so ein bisschen verfolgt. Aber so eine gute Qualität wie hier habe ich noch nicht erlebt. Ich nehme mal gerade das Stück hier aus dem ersten Teil mit dabei und jetzt fängt es hier wirklich an, ganz schön enge zu werden. Sieht man das überhaupt noch in der Kamera? Naja, man kann es ungefähr erahnen, dass wir dann hier später hinkommen. Hier liegt noch was im Weg. Also ungefähr so wird das Ganze dann sein. Ich nehme mal hier eine Vermessung mit dabei. Dann schauen wir mal, wo wir jetzt schon gelandet sind. Also das hier sind bis jetzt 75 cm. An der 25 cm Breite hat sich nichts getan. Es gibt hier nichts, worauf ich eingehen müsste noch weiter. Natürlich habt ihr hier eine Menge Speedbild zu gucken. Das liegt einfach nur dabei, das Ding ist groß. Ich muss auch nicht viel unterbrechen, weil hier ist eigentlich wirklich gar nichts, wo ich sage, hier wird es Probleme geben. Hier sehe ich Probleme auf mich zukommen. Das hier ist stimmig bis zum geht nicht mehr. Also wenn das so weitergeht, baue ich hier gleich alles in einem Rutsch durch und dann sind wir mit dem Video durch. Nein, ist natürlich Spaß. Aber bauen werde ich trotz alledem. Und zwar jetzt nicht weiter, wie es logisch wäre mit der 5. Mir fehlen noch so ein paar Tüten mit Ersatzteilen, die ich bei Bricklink geordert habe. Ich habe mal die Bauanleitung schnell überflogen. Ich denke mal, ich mache jetzt die 9. Das wäre der Kran, der oben drauf kommt, weil ich so rein von der Optik her vermute, das wird der Bauschritt sein, mit dem ich jetzt am besten weiterkomme, weil mir doch einfach noch zu viele Teile fehlen, die leider bei mir noch nicht angekommen sind, weil ich mit dem Bauen schneller vorankomme, als ich das überhaupt gedacht hätte. Deswegen gar nicht lange rumgequatscht. Ich mache mir meine PDF auf und sehe einfach zu, dass ich jetzt hier weiterbauen kann.
Und wieder einmal ist es geschehen. Ratzfatz ist eine komplette PDF durchgearbeitet und hier steht der gesamte Aufbau vor mir. Ich mache mal wieder eine andere Ansicht. Ich denke mal, diesmal nehme ich mal diese, weil das Ding ist wirklich so groß. Ich kriege das hier kaum noch in die Kamera rein. Hier ist wieder einiges an Technik rein. Ich komme mal hier so ein bisschen, ist das ein bisschen persönlicher. Ich habe es ja bis hierhin immer wieder betont, dass ich fasziniert bin von der Qualität, die hier beigeliefert wurde. Die Niederschläge, die ich beim Kran hatte, wurde ich natürlich ganz oft darauf angesprochen. Olli, warum tust du dir das nochmal an? Warum bestellst du dir sowas nochmal in China? Das kann doch nicht funktionieren. Und mir war eigentlich schon klar, als ich den das erste Mal gesehen habe, also hier den Towtruck, das wird funktionieren, weil hier viele, viele Motoren drin sind, die für irgendeine Bewegung zuständig sind. Nicht nur 2 Motoren, die ein ganzes Modell antreiben müssen. Und somit, ich habe das natürlich schon getestet, aber es war mir klar und ich habe ja auch den Speedbuild laufen lassen. Ihr habt ja gesehen, oder wenn ihr das langsam laufen lässt, könnt ihr sehen, ich manipuliere hier nichts. Das Ding funktioniert. Das funktioniert einwandfrei. Das will ich euch jetzt natürlich auch zeigen. Ich muss das hier so ein bisschen alles mit den Händen halten und so, weil es ist ja halt wirklich nur ein Modul von dem ganzen LKW. So, dass ich hier noch unterstützen muss. Ich habe auch die S-Bricks nach wie vor noch nicht hier drin, weil ich da noch am gucken bin, wo bekomme ich die relativ günstig, weil wenn ich die direkt beim Hersteller bestelle, sind das dann mit Zoll und allem möglichen Kram 280 €. Da scheue ich mich momentan noch und da gucke ich, wo bekomme ich die recht günstig her. Somit habe ich hier noch behelfsmäßig erstmal meine Akkus stehen. Aber ich kann euch das zeigen und das wird funktionieren. Was nicht so wirklich funktioniert, das kann ich vorwegnehmen, das sind die beiden Haken. Die funktionieren als solches, aber ich habe es nicht hingekriegt, dass die immer auf ein und derselben Höhe sind. Das wird mit den Motoren zusammenhängen, dass die nicht gleich arbeiten. Die Wicklung auf den Spulen ist eine andere. Aber da die getrennt voneinander arbeiten später, ist das eine Sache, die ist nicht sonderlich schlimm. Aber wenn ich euch das jetzt zeige, werdet ihr feststellen, das arbeitet hier alles in den verschiedensten Geschwindigkeiten. Also ich würde sagen, wir heben jetzt diesen ganzen Mast erstmal in aller Ruhe an. Ich muss mal hier meine Helfstütze wegnehmen. Also ihr seht und hört, das arbeitet. Parallel dazu kann ich auch hier meine Haken jetzt schon mal so ein bisschen runterfahren lassen. Das wird dann später natürlich über eine App-Steuerung wahnsinnig schön sein. So, ich fahre jetzt mal nicht höher, so muss es erstmal reichen, damit ihr dann auch sehen könnt, dass dann auch das mit dem Mastausfahren wunderbar funktioniert. Und auch hier funktioniert dann natürlich die Geschichte mit den Haken. Ihr seht, der eine geht jetzt relativ schnell runter, während der andere es schafft, die Bewegung auszugleichen, die hier parallel dazu entsteht. Hier geht es wieder hoch, das kann man also auch sehen. Also das ist wirklich alles einwandfrei, das arbeitet. Wie gesagt, also der eine Motor, der ist dann hier doch echt wahnsinnig schwach auf der Brust. Den muss ich dann gleich, das bleibt natürlich jetzt nicht stehen. Das muss ich dann nachher alles nochmal machen, bevor ich das dann wegstelle, dass das so halbwegs zueinander passt. Aber ihr seht, das funktioniert hier alles schon wahnsinnig gut. Machen wir das Ganze mal wieder zusammen. Also ich freue mich jetzt schon darauf, wenn das hier fertig ist. Also das hier lädt wirklich zum Spielen ein, weil es funktioniert. Und die Haken. Ihr seht das also. Dieser große Abstand, der vorhin gewesen ist, ist jetzt nicht mehr unbedingt da. Das war jetzt ein Stück zu weit. Ach, ich kann das den ganzen Nachmittag machen. Das ist einfach nur faszinierend. Die Geschwindigkeiten natürlich nicht hier die schnellsten, aber das muss es ja auch nicht sein. Ich sehe gerade, dass hier mein Seil von einer Rolle runtergesprungen ist. Das könnte natürlich ausschlaggebend auch dafür sein, dass es hier schneller läuft. Da gilt es dann alles nochmal später, wenn es denn dann soweit ist, einzujustieren. Aber ihr seht, das funktioniert. Also es gibt auch China-Qualität, die gut ist. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Ich vermute mal wirklich, dass ich es hier mit GoBricks zu tun habe und einige Nummern, die ich auf den Steinen gefunden habe, lassen auch wirklich darauf schließen. Gibt es irgendwas? Ich denke mal, ich habe euch alles gezeigt. Ihr seht das Ganze hier vor mir und es funktioniert. Es ist immer noch nicht das komplette Modell, aber es arbeitet bis hierhin.
So, ich mache mal das kleine Kästchen da oben wieder weg. So ist das ein wenig gemütlich. Denn genau hier werde ich mit diesem Video jetzt auch aufhören. Ich kann eigentlich nur sagen, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, für euer Interesse. Wenn es euch gefallen hat, dann den Daumen. Das wisst ihr ja mittlerweile. Da freue ich mich immer drüber. Wenn es euch nicht gefallen hat, klar, Daumen runter. Schreibt mir aber dann doch bitte in die Kommentare, was hat euch hier nicht gefallen. Wenn ihr noch kein Abo habt, dann, was soll ich sagen? Wenn nicht jetzt, wann dann? Und wenn ihr auch noch die Glocke drückt, das wisst ihr ja, gibt es eine Benachrichtigung für das nächste neue Video. Bis zu meinem nächsten Video. Da wünsche ich euch alles Gute und bleibt bitte gesund. Vielen Dank fürs Zuschauen.